Was ich euch in diesem Video erzählen werde, ist reine Fiktion, denn alle hier dargestellten Ereignisse entspringen komplett meiner Fantasie. Für mein Studium habe ich mal wieder einige Praktika hinter mich gebracht. Eines davon an einer Schule in einem Brennpunktbezirk Mecklenburg-Vorpommerns. Unterrichtet oder betreut habe ich die 5. bis 10. Klasse. Die 5er und 6er waren dabei wohl die lebhaftesten. Mit dessen starken Knuddelbedürftigkeit hatte ich anfangs echt zu hadern. Ich kam rein in den Raum und... Herr Müller! Ich kam von der Toilette und... Mit ihnen ging es einmal als Klassentrip in den Rostocker Zoo. Ein paar Kinder alberten mit Futter im Lamagehege herum und verfielen in Panik, weil die Lamas sie deswegen umringten. Als einige Kinder aus dem Gehege rausrannten, quetschten sie dabei ein Lama im Tor ein, wodurch die ganze Herde irritiert wurde und die Kids in der Ecke bedrängten. Ich schnappte mir etwas Futter, zog die Aufmerksamkeit der Lamas auf mich und lockte sie von den Kindern weg. Als ich dann umzingelt von ihnen war, bekam ich die ganze Freude der Lamas zu spüren. Während also die jüngeren Klassen vor Lebhaftigkeit sprudelten, passierte in der 7. und 8. Klasse genau das Gegenteil. Die Pubertät hat voll eingeschlagen, Schule war einfach nur blöd und es gab weitaus wichtigere Themen die ganze Zeit zu besprechen. YouTube, Instagram, Hey, Beziehung! Beziehung! Hier lernte ich auch zwei nette junge Schülerinnen kennen, die wir jetzt mal Gertrude und Pamela nennen. Sie saßen im Unterricht nebeneinander und sahen einen besonderen Reiz darin, meinen Unterricht zu stören. Aber zu diesen beiden später etwas mehr. Klasse 9 und 10 hielt ich für die entspanntesten. Mit den richtigen Themen konnte man sie durchaus motivieren mitzumachen, auch wenn es im ersten Moment immer wieder hieß: ach Herr Müller, wozu brauche ich denn Englisch? Wozu brauche ich denn Politik? Wozu brauche ich denn Wirtschaft? Ja, wozu brauche ich das? Ja, wozu? Trotzdem hegten in meinen Augen gerade diese Altersstufen das richtige Maß an Respekt, Neugierde und Kumpelhaftigkeit gegenüber einer jungen Lehrkraft. Als ich dann eines Tages in die Schule kam, hat sich irgendetwas an der Atmosphäre verändert. Ich konnte nur nicht ganz ausmachen, was es war. Geht das auch schneller? Schäm dich! Sie haben einen YouTube-Channel, oder? Oh. Ja, und wenn ihr mal so richtig die Schattenseiten dieser ganzen modernen Medienkultur erleben wollt, dann werdet Lehrer und produziert YouTube-Content. Denn ab diesem Tag drehte sich die komplette zwischenmenschliche Interaktion für die nächsten 3 Wochen nur noch um YouTube. Und ganz ehrlich, ich finde es gut, dass Schüler mal sehen, dass Lehrer auch andere Hobbys außerhalb des Schullebens haben können. Aber dass gerade aus Online-Content ein so großes Thema gemacht wird, beweist in meinen Augen nur... Das Internet ist für uns alle Neuland. Das eigentliche Problem dabei zeigte sich jedoch ganz woanders. Dass es schlussendlich nie wirklich um YouTube oder meine Videoinhalte ging, sondern um etwas ganz anderes. Sie haben doch 40.000 Abonnenten auf YouTube, oder? Könnten Sie da mal meinen Fortnite-Channel pushen? Nein, mach ich nicht. Sie haben doch 40.000 Abonnenten auf YouTube, oder? Kennen Sie dann auch Julian Plum persönlich? Nein, juckt mich nicht. So viele Abonnenten verdienen Sie doch sicher gutes Geld, oder? Nein, tu ich nicht. Doch der eigentliche Spaß ging mit Gertrude und Pamela los. Ständig kamen sie in den Pausen angerannt und fragten mich: Könnten Sie nicht mal ein Video über mich machen und mein Instagram pushen, Marshall? Nein, ich mach doch kein Video über dich. Warte. Verdammt! Könnten Sie nicht mal ein paar meiner Instagram-Videos auf Ihrem Kanal hochladen und mich dabei verlinken, damit ich ein paar von Ihren Followern abbekomme? Was? Ich glaube, allein mit dieser Frage stehe ich schon mit einem Bein im Knast. Sie haben doch so viele Abonnenten auf YouTube. Warum eigentlich nicht auf Instagram? Wahrscheinlich interessiert sich einfach keiner für ihn persönlich.
Vielen der Kids ging es nicht darum, etwas zu schaffen, auf das sie stolz sein können, sondern sie bemissten den Wert ihrer Arbeit einzig an den Follower- und Like-Zahlen. Vor allem, dass ich die ganze Zeit Gertrudes und Pamelas Anfragen ablehnte, schienen die beiden mir langsam aber sicher etwas übel zu nehmen. Ich kam eines Morgens in den Klassenraum. Gertrude und Pamela saßen derweil in der Ecke und lutschten genüsslich an ihren mitgebrachten Lollis. Mädels, packt bitte eure Lutscher weg, wir wollen jetzt zusammen den Unterricht starten. Herr Müller, haben Sie denn auch einen Lolli, an dem ich später mal lutschen dürfte? Wie hättet ihr in meiner Position darauf reagiert? Pausiert gerne mal das Video und schreibt es in die Kommentare. Euer Marshall kam auf die bahnbrechende Idee, Folgendes zu antworten. Mädels, ihr könnt an allen Lollis dieser Welt rumlutschen, aber ganz sicher nicht an meinem. Wir starten jetzt den Unterricht, also weg damit. Ich dachte, mit dieser sarkastischen Antwort wäre die Sache gelutscht und der Unterricht verlief in Ruhe weiter. Doch noch am Ende des Tages Kam eine meiner Betreuerinnen mit einem entsetzten Gesichtsausdruck auf mich zugerannt und... Marcel, hast du heute unsere Schülerin anzüglich belästigt? Was? Was? Nein! Du hast wohl heute zu ihnen gesagt, dass sie an allen Lollis dieser Welt rumlutschen sollen, solange es nicht an deinem ist. Sie nahmen also meine Antwort und rissen diese bei anderen völlig aus dem Zusammenhang. Marcel, jetzt mal ein gut gemeinter Rat. Viele unserer männlichen Kollegen haben nicht umsonst eine sehr umfassende Rechtsschutzversicherung, denn wenn sowas die Runde macht, bist du so lange schuldig, bis du deine Unschuld bewiesen hast. Ich verfiel danach regelrecht in Panik, in der Sorge, dass sie auch versuchen würden, die Eltern oder Rektoren gegen mich aufzuhetzen. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer es ist, Schülerinnen weiter unbeirrt zu unterrichten, von denen du weißt, dass sie versucht haben, dir Dreck anzustecken? Danach hatte ich nur noch einen kritischen Blick auf diese beiden. Ich ignorierte sie vollends und vernahm in jeder ihrer Aussagen eine böswillige Intention. Wenn ich dann auf sie im Gang traf, verfiel mein Körper in einen richtigen Panikmodus und ich versuchte immer Augenzeugen in der Nähe zu haben und nicht allzu viele Worte mit ihnen zu wechseln. Und trotz alledem kamen diese beiden Nach diesem Vorfall weiter bei mir angerannt und bettelten ständig um Instagram- und YouTube-Follower. Die ganze Aufregung um meinen YouTube-Channel legte sich jedoch genauso schnell, wie sie gekommen ist. Und größtenteils machte ich damit sehr viele positive Erfahrungen, weil ich viele Jugendliche plötzlich auf einer ganz anderen Ebene erreichen konnte. Und es viele Gespräche über ihre persönlichen Interessen, beruflichen Vorstellungen und momentanen Lebensverhältnisse eröffnet hat. Deswegen fand ich während meines Praktikums etwas ganz anderes, weitaus erschreckender. Der ständige Machtmissbrauch von einigen hochrangigen Personen im öffentlichen Dienst. Wie so häufig im Berufsleben hast du Leute, mit denen du gut klarkommst und Leute, mit denen du weniger gut klarkommst. Man tut heutzutage als Lehramtspraktikant immer noch das, was ihr wahrscheinlich noch aus eurer Schulzeit von anderen Praktikanten kennt. Man setzt sich hinten in irgendeine Ecke, schaut sich das Unterrichtsgeschehen an, notiert fleißig und beobachtet die Gruppendynamik. Innerhalb der ersten Unterrichtswochen habe ich mich manchmal während des Unterrichtsgeschehens leise auf die Toilette begeben. Ihr werdet mir niemals glauben, was danach passiert ist. Herr Müller, bitte ins Büro des stellvertretenden Direktors. Ich wurde zum stellvertretenden Rektor zitiert und hatte wohl das deutscheste Gespräch überhaupt. Herr Müller, eine Ihrer Betreuerinnen hat sich darüber beschwert, dass Sie während des Unterrichts einfach ungefragt auf die Toilette gehen. Und? Soll ich als erwachsener Mann etwa fragen, ob ich auf Toilette gehen darf? Ganz genau. Wenn mir noch einmal so eine Beschwerde zu Ohren kommt, dann fliegen Sie hier umgehend wieder raus. Später können Sie als Lehrer auch nicht einfach auf die Toilette, wann immer Sie das wollen. Was? Wenn Sie hier noch anfangen rumzudiskutieren, dann können Sie gleich gehen. Guten Tag. Mir wurde mit Rausschmiss aus einer studienrelevanten Tätigkeit gedroht, weil ich als erwachsener Praktikant ohne Aufforderung während des Unterrichts auf Toilette gegangen bin.
Versteht mich nicht falsch, ich sehe es durchaus ein, dass man als Praktikant eine interne Arbeitsetikette einhält, wenn man sie mal vorher gesagt bekommen hätte. Aber je älter ich wurde, umso mehr hat sich für mich gezeigt, dass sich immer wieder einige schwarze Schafe maßenloses Verhalten aus ihren öffentlichen Machtpositionen herausnehmen. Und man anfängt dazu zu tendieren, im öffentlichen Dienst einfach den Kopf unten zu halten und sich einen Maulkorb umzulegen, bis man selber an eine unkündbare Beamtenstelle rangekommen ist. Aber abseits dieser total banalen Situation und Probleme war dieses letzte Praktikum vor meinem Referendariat wirklich schön. Es ist ein tolles Gefühl zu sehen, dass der eigene Unterricht ein Leuchten in den Augen der Kinder hervorrufen kann, wenn sie endlich ein Thema verstanden oder richtig durchdrungen haben, sie dich sogar persönlich anschreiben und dafür danken, dass du dir mal die Zeit genommen hast für ihre Problemchen. Und schlussendlich war es eine gute Möglichkeit, sich selbst als Lehrkraft mal ein wenig auszuprobieren. Denn auch einige meiner Unterrichtsstunden waren absolut für die Tonne. Diese ganzen Praxismonate waren also eine gute und wichtige Erfahrung. Unter anderem, weil es mir mal gezeigt hat, warum es bei uns an der Universität Rostock immer wieder heißt, das Lehrerdasein sei ein Einzelkampf. Ich gehe da mal auf Toilette. Ich hoffe, das ist okay für euch, Community. Euer Marshall.